Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute wird es spannend, denn heute greifen wir wieder den Türzutrittsleser an. Heute eben in der Standalone-Version. Wir haben ja schon im ersten Teil unserer Angriffsreihe, ich verlinke euch da oben auch nochmal das Video rein, den in der Konfiguration getestet, wo er an dem Node-MCU an einer dezentralen Steuereinheit hing. Große Schwachstelle hier war ja die Vigant-Kommunikation und heute eben schauen wir uns an, wenn dieser Reader selber die Authentifizierung übernimmt und entscheidet, ob man reinkommt oder nicht. Da der Reader im nicht sicheren Bereich hängt, meine ich, ist das schon mal ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. Ob sich diese Einschätzung von mir heute so bewahrheitet, ihr werdet es heute sehen. Wir werden verschiedene Angriffsszenarien wieder durchgehen, vom klassischen Flipper Zero Angriff, aber auch physischer Art, was wir da alles anstellen können. Ja, ihr dürft gespannt sein, was in der heutigen Folge diese schwarze Haube und diese Büroklammer zu tun hat, denn wir werden heute in einem Art nachgestellten Angriffsszenario so ein bisschen in James Bond Manier angreifen. Ja, wir hangeln uns dann so ein bisschen durch die verschiedenen Möglichkeiten, das Ding anzugreifen, und es soll aber damit nicht das letzte sein, denn wir gehen weiter in den nächsten Folgen. Schon als kleine Vorschau werden wir uns auch die Firmware anschauen. Wir werden schauen, ob wir hier in der Firmware sicherheitskritische Daten extrahieren können, ob wir hier vielleicht sogar den Admin-Code oder den PIN-Code für den Zutritt oder auch Karten auslesen können. Seid gespannt, es ist sehr interessant, wenn wir dann nochmal von der eigentlichen Hardware auf die Chip-Ebene runtergehen. Dazu müssen wir dann auch schauen, was hier für Chips im Einsatz sind, wie die ganzen kommunizieren und wo wir hier potenziell angreifen können. Dazu einmal die Standalone-Version und einmal auch die Version mit dem Node-MCU. Die wird auch hier entsprechend von mir analysiert. Das nur so als kleine Vorschau fürs nächste Mal schon. Doch jetzt möchte ich euch nicht mehr länger auf die Folter spannen und wir starten nach dem Intro mit dem Angriff auf den Standalone-Türzutrittsleser. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Ziel, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich hatte es euch ja im Intro schon gesagt. Heute schauen wir uns die Standalone-Version von unserem Laser an und werden hier schauen, was wir hier für Schwachstellen dieses Mal finden werden. Vorweg schon, es werden einige Parallelen sein und es werden ein paar neue Sachen hier auftauchen. Ja, ich blende euch hier auch nochmal die Unterschiede ein. Wir hatten ja beim letzten Mal die dezentrale Version. Wir hatten hier einen Node-MCU, der in unserer Open-Source-Steuereinheit die Türzutritte gesteuert hat. Da war ja das große Angriffsthema mit der Vigant-Verkabelung. Und in der geänderten Version heute schauen wir uns das an, weil da übernimmt der Laser diese Aufgabe. Der Laser ist jetzt grundsätzlich im öffentlichen Bereich und das macht es für mich als Angreifer hier schon mal sehr spannend, hier deswegen diesen Laser genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, erstes Angriffsszenario, ganz klassischer Flipper-Angriff. Ja, wir schauen uns heute die Sicherheit in der Standalone-Version an. Dazu habe ich hier wieder einen kleinen Draht mitgenommen, einen Schraubenzieher und den Token, als auch den Flipper Zero. Ja, im ersten Angriff nehmen wir wieder den klassischen Angriff mit dem Flipper Zero, indem wir hier diesen Key, der das Ganze öffnet, ich zeige es nochmal, entsprechend emulieren. Dazu gehen wir in das NFC-Lesemenü rein, gehen auf Read und ich halte dann unseren Türzutrittstoken hinten dran. Dauert einen kleinen Moment. Ich skippe das Ganze jetzt hier. Er hat alle Blöcke. Und schon hat er unseren Token ausgelesen. Wenn ich den Ganze jetzt hier mit Emulation emuliere und ich halte ihn auf unseren Türzutrittsleser, dann
geht hier die Tür ganz normal auf. Also das ist ja hier noch der einfachste Angriffsversuch. Ja, ich habe uns ja hier in unserem Versuchsaufbau schon die Pinouts, die hier von hinten zugänglich sind, weil die ganzen sind jetzt hier nur mit dieser einen Schraube gesichert. Wir schauen dann auch gleich nochmal hinten rein. Hier mal rausgeführt. Dadurch, dass hier ja alles in diesem Laser gesteuert wird und der öffentlich zugänglich ist das natürlich schon ein gewisses Sicherheitsrisiko. Ich habe euch ja gezeigt hier, wo wir die entsprechenden Normally Close und Normally Open angeschlossen haben, und mit Hilfe eines ganz normalen Kabels kann ich jetzt hergehen und ich brücke das Ganze so, dass wir hier den Eingang, den Ground mit dem Normally Open brücke und ich somit das Ganze manuell überbrücke und das Türschloss so öffne. Ja, was auch noch ist, wir haben hier an der Stelle rausgeführt den Schalter für den Öffnungsbutton. Normalerweise aus dem Innenbereich hier irgendwo hier drinnen, wo ich bin, drücke ich einen Taster, dann kriegt der das Signal aufzumachen und dann geht der auf. Und das ist wirklich heftig, weil ich kann jetzt hier nur dadurch, dass ich diesen Taster, den Kreis schließe. So, muss hier nochmal den Draht etwas ausrichten. Nur, dass ich den Kreis schließe, kann ich das Ganze öffnen. Und das ist schon wirklich schwerwiegend, weil allein durch die Brückung von einem Kontakt hier an der Stelle kann ich das ganze System öffnen, ohne dass ich hier irgendwas eingebe. Eine Frage, die ihr euch sicher stellt: Wir hatten ja in der Version mit unserer dezentralen Türsteuerung hier über Vigant entsprechend die Daten abgefangen. In der Standalone-Version funktioniert das nicht mehr. In der Standalone-Version bringt uns das hier leider nichts, weil der Laser gibt zwar Vigant-Signale aus, aber er akzeptiert selber keine. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht, zum Beispiel wenn ich zwei von diesen Readern im Einsatz habe, einen als Master und auf der anderen Seite einen als Slave konfigurieren, dass der Slave an den Master sendet und der Slave dann entsprechend öffnet. Das funktioniert leider nicht. Das heißt, Vigant-Angriff ist in der Standalone-Version leider nicht möglich. Ich habe es auch probiert, ich habe es euch hier jetzt nicht aufgenommen, aber ich habe es davor probiert, indem ich hier auch wieder Vigant-Signale von gültigen Kartendaten gespooft habe. Doch der Reader hat sich leider nicht überzeugen lassen, hier die Tür damit zu öffnen. In der Standalone-Version sind wir sicher gegen die Vigant-Angriffe in der Übertragung, haben aber das Problem eben, dass das Ganze hier zugänglich ist. Ich schraube jetzt hier das Ganze auch mal kurz für euch auf, damit ihr das auch nochmal seht. Also im Prinzip nur hier unten eine kleine Schraube, die das Ganze hier zusammenhält. Und dann kann ich jetzt hier vorsichtig den Laser rausheben. Und wir sehen jetzt hier die Rückseite. Da sehen wir auch nochmal, wie die Verkabelung zugänglich ist. Das heißt, hier kann ich dann entsprechend diesen Button schließen, sodass ich hier das Ganze einfach öffnen kann. Und ich muss dazu nichts tun, außer hier diesen Deckel einmal abzuschrauben. Ja, auf der Rückseite vom Laser sehen wir auch hier diese Verkabelung. Es ist sogar aufgezeichnet, welcher Pin für was zuständig ist, und das bietet mir hier schon mal eine gewisse Möglichkeit an Angriffsszenarien. Ja, und wir machen jetzt noch was ganz Verrücktes. Wir spielen jetzt ein bisschen James Bond, denn ich habe hier so eine kleine Fake-Wall vorbereitet. Da werde ich jetzt den Laser einbauen und dann machen wir hier einfach mal einen Angriff mit einer Büroklammer. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke.
dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support. Doch jetzt zurück. Ja, ich habe mich jetzt hier schon mit meiner Büroklammer bereit gemacht und ich kann jetzt nur noch sagen, Musik ab. Ja, das war wirklich echt erschreckend. Diese Unsicherheit muss man erstmal unterbieten können. Ja, wir haben jetzt hier schon eine Reihe an Angriffsszenarien wieder gesehen. Gerade dieser Ausgangstaster oder das Brücken von dem Relais sind ganz interessante Angriffsszenarien, die man bei fast allen Lesern, die direkt irgendwo mit der Tür kommunizieren, auch angreifen kann, beziehungsweise hier Verwundbarkeiten ausnutzen kann. Und es ist natürlich nicht alles. Wir haben uns ja im ersten Angriffsteil auch damit beschäftigt, dass wir hier auch Angriffe gegen das Schließblech führen können, sei es mit einem Schraubenzieher oder sei es, dass ich hier irgendwie den Türschnapper blockiere. Darauf möchte ich jetzt heute hier nicht mehr eingehen, weil ja, ich habe es ja bereits in diesem ersten Angriffsteil in unserem Video Part Nummer 4 zum Thema Hardware-Hacking bereits ausführlich behandelt. Auch Themen wie mit dem Magneten irgendwie den Türriegel rüberziehen oder das Motorschloss mit einem 9-Volt-Block zu beströmen. Das sind eben auch klassische Szenarien, die auch in diesem Fall wirksam werden würden und auch hier noch eine zusätzliche Gefahr darstellen würden. Ja, auch in diesem ersten Angriffsteil hatte ich ja auch gesagt, passt bitte auf. Es gibt auch Angriffsszenarien mit Blackout oder Brownout. Das bedeutet, dass ich hier den Strom wegnehme und dadurch den Leser beim Boot eventuell so überlisten kann, dass er mir die Tür aufmacht. In meinem Fall, ich habe es auch getestet, in der Standalone-Version lässt es sich dann nicht irgendwie austricksen. Aber es gibt bereits Sicherheitsforscher, die haben mit dem verbauten Chip, den wir hier drin finden, auch schon Tests gemacht. Und zwar mit sogenannten Spielereien in der Spannungsversorgung, dass unter bestimmten Umständen, wenn ich hier ganz kurz die Spannung wegnehme und wieder drauf mache, ich hier auch Manipulationen auf der Chip- oder Firmware-Ebene machen kann. Firmware und Daten von der Firmware, das werden wir uns im nächsten Teil nochmal genauer anschauen, weil das ist wirklich Low-Level und sehr interessant, denn das ist für viele nicht auf dem Radar, dass wenn ich auf irgendeinem Weg die Firmware dumpen kann oder den Speicher auslesen kann, dass ich hier die komplette Sicherheitskette aushebeln kann, weil man vielleicht gar nicht weiß, wie die Daten von der Firmware abgelegt werden. Sind die im Plaintext, also im Klartext, oder sind die verschlüsselt abgelegt? Da gibt es teilweise sehr große Überraschungen. Das, wie gesagt, schauen wir uns im nächsten Teil an und da sind wir wirklich sehr technisch tief unterwegs.
Ja, Fazit von heute. Ja, die Standalone-Lösung ist nicht wirklich sicherer, wenn nicht sogar noch unsicherer, als wie die dezentrale Türzutrittssteuerung. Und ja, es ist schon wirklich sehr ernüchternd, gerade wenn ihr elektronische Türzutrittssysteme bei euch privat oder im Unternehmen einsetzt, müsst ihr wirklich schauen, was habt ihr da eigentlich, wie funktioniert es und welche von meinen heute oder letztes Mal vorgestellten Angriffsszenarien sind da vielleicht auch für euch relevant. Denn ihr solltet es natürlich den Angreifern nicht unbedingt leicht machen, indem wir hier wie heute hier, indem wir hier mit der Büroklammer die Tür öffnen. Das sollte, sage ich mal, in der Praxis effektiv von euch verhindert werden. Ja. In diesem Sinne würde es mich auch freuen, wenn es euch auch heute gefallen hat, wieder einen Daumen nach oben da zu lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch informiert, wenn es hier neue Teile aus dem Bereich IT-Security von mir gibt. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Teil wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's es gut, euer Raik. Ciao!